einen wunderschönen Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar eines, ja, ich nenne es mal Walking Sim. Ich denke mal, das beschreibt es wahrscheinlich ganz gut, zumindest laut Steam. What Remains of EDITH FINCH. Wir spielen EDITH und dieses Spiel ist eine Sammlung von mehreren Geschichten. So, denke ich mal, habe ich das herausgelesen, bezüglich des Anwesens und allgemein der Geschichte der Finch-Familie. Und wir befinden uns auf einem Schiff. Ui. Wir können das alles hier uns schon total angucken. Es ist sehr schön gemacht. EDITH FINCH. Wir machen das mal auf. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Mit dem Haus. Okay. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Das sieht so aus, ja. Das ganze Spiel wird empfohlen, mit einem Controller zu spielen. Ich versuch's mal mit einem Controller zu spielen. My weil brother ich bin Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Okay, der Bruder Milton ist verschwunden. Und zwar 23. Oktober 2003. Im Alter von, lass mich lügen, 11 Jahren. Ja, so circa, ne? Genau, Age at Disciplines, da steht es nochmal 11. Ich hatte jetzt 92 bis 2003 gerechnet. Indian White, Mixed Indian White, Blue Black Hair. Gut, wie gesagt, ich versuche hier mit dem Controller zu spielen. Das ist nicht zwingend mein... Damit können wir zoomen. Schneller... Das ist plus Option, okay. Das ist auch Option, okay. Aber schneller laufen können wir nicht. Wir können nur reinzoomen. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Was ist das für ein Haus? Seht euch das mal an. Das sieht doch seltsam aus, oder? Das erinnert mich irgendwie an das Haus von Hello Neighbor. Also diesen komischen Psycho-Schocker Wegrennen-Simulator, um in dem Haus von dem Nachbarn da einzubrechen. Okay, da können wir mal die Hand benutzen. Orcas Island Gazette. Da ist schon sehr viel Zeitung reingestopft worden. Was sieht seltsam. Okay, ich nehme mal die Hand. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay, wir gehen mal weiter. Back since my brother Lewis's funeral. Aha. Dieses Eigentum ist geschützt, beziehungsweise wird Video überwacht. Interessant. Hat einer schon die Videokamera gesehen? Boah, sieht so schön aus. Wie sieht denn eigentlich die Maussteuerung aus? Wartet mal, ich will mal kurz gucken. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Wir können einmal unten lang laufen und oben lang laufen. Ich mache mal jetzt kurzzeitig mit der Maus weiter. Den Controller lasse ich mir mal hier auf dem Oberschenkel liegen. Vielleicht muss ich ja da mal schnell ran, weil ich finde die Steuerung dann doch ein bisschen angenehmer. Ribbit, Ribbit. Wo ist hier ein Ribbit? Okay. Wir können hier nicht durchs Wasser. Schade. Sehen wir irgendwas Ribbit-mäßiges? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Das sieht wunderschön aus. Aber geht auch ein bisschen in den Keller. Gefühlt.
The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Ich finde das sehr interessant, dass der Text hier so direkt eingeblendet ist. Oh, guck mal. Schön. Alte Schubkarre. Alter Baumstumpf. Wie gesagt, Rennen ist nicht möglich. Das sieht wirklich wunderschön aus. Es war anscheinend auch der Weg zum Anwesen. Oder aber... Ach nein, es gibt zwei. The house was exactly like I remembered it. The way I'd been dreaming about it. Genauso wie in meinen Träumen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Traum. Ganz ehrlich, wer baut denn sowas? So, ich gehe mal hier kurz diesen Weg lang. Da müsste gleich eigentlich der Hirsch dort wegspringen, oder? Hallo Hirsch. Hier bin ich. Andere Richtung. Ui. Weg. Bleib doch stehen. Schade. Aber das wäre der andere Weg gewesen. Cool. Eine kleine Entscheidungsfreiheit, wie wir hier lang gehen. Aber schön gemacht. Habe ich das schon erwähnt? Aber das ist so seltsam, das Haus. So, haben wir hier irgendwas? Da ist vom Bruder was, das Plakat die Vermisstenanzeige, wollte ich gerade sagen. Mir fehlt das Wort. Was ist denn das da für ein Vieh? Was ist das für eine egozentrische Familie hier? I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Eine Dose. So alt ist es aber nicht, oder? Aber warum? Warum macht man sowas? So, dann schauen wir mal hier nach. Aber trotzdem As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Okay. Ja, wäre ich auch. Bei der Konstruktionsweise. Ich gucke mich erstmal hier außen um. Oh, schön. Guck mal, eine Katzenklappe. Hat schon jemand versucht einzubrechen. Auf alle Fälle sind hier noch Mülltonnen. Und vor allem seit mehreren Jahren, die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Komme ich da wieder? Ich wollte... Das war so nicht geplant. Nee, jetzt mal im Ernst, das war so... Kann ich mich hier ducken? Das war so nicht geplant. The power had been turned off the night we left. Nee, das war... Ich wollte... Verdammt. Die Kühltruhen sind leer. Was? Guck mal, hier so eine Art kleines Mini-Planetarium, wa? Kann man sich ducken? Nee, ne? Auch die Steuerung-Taste macht das Ganze hier. Fahrräder, so gut wie nicht verrostet. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one.
Edith, Eddie, Louis und Dawn. Die Mutter, wir, die Oma und der Bruder. Oh, da pfeift irgendwo der Wind bloß. In loving memory, Louis Finch. Beloved brother to Edith, son of Dawn, great grandson to Eddie. Gestorben. Ist er nicht verloren? Nee, das ist doch ein anderer Bruder, oder? Das ist noch ein anderer. 2010. Nicht 2003. Okay. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ein Apple Pie. Können wir irgendwas tun hier? Nein. Wir können nur Sachen Or triggern. only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ist auch nicht schlecht. So ein richtig gutes chinesisches Essen. Die Frage ist bloß, wie ist das halt in den Staaten, ja? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Guckt euch doch mal die Bilder an. Die waren gerade am Einpacken, hä? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Hier kommen wir nicht durch, okay? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Sind die überstürzt weg? Was ist mit der Tür? Guck mal, die ist zugeschäumt worden. Mit Bauschaum. Und abgeschlossen. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Mhm. Komme ich hier wieder zurück? Ja. Aber warum ist sie zugeschäumt worden? Wir sehen uns erstmal unten rum. Halt. Nee, ich wollte die bedienen. Komm. Oh. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Und da hinten ist ein Bigfoot oder sowas, hä? Oh, guck mal hier, und ein Twittervogel. Barbara Finch. Regisseurin, wie es aussieht, hä? Beim Film. Aha. Oh, guckt euch mal die ganzen Bilder an. Das wollte ich hier noch machen. Da sind die nochmal in Wiederholung. Und da ist der Hund durch die Hundeklappe. Was ist das hier? Das ist ein bisschen älter. Das sieht nach den Großeltern aus. Und hier ist eine Tür für Abstellung. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, ach, das ist die Kellertür. Okay. Skorpione. Oh. Noch ein Twittervogel. Da oben auch. Vor allem ist hier nicht eingebrochen Even the worden. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Versunken. Oh, das konnte man ja noch gar nicht sehen hier. Guckt euch doch mal diesen Blick an. Wow. Wir gucken erstmal hier noch rüber. Was haben wir denn hier? Dawn Finch, Living Room. Ah, schön. Guck mal, Paris, da waren sie in Frankreich oder jemand. Baum geschlachtet. Lautsprechersystem. Das ist das alte Haus, okay. Haben wir hier irgendwas? Der Fernseher. So lange kann das aber noch nicht her sein, dass die hier rausgeflüchtet sind, ne? Weil schöner Flachbildfernseher. Oh, eine schöne Galerie, so eine großen, hohen Räume. Oh, da oben geht's auch nochmal hoch. The table was still a wreck from the night we left.
Das muss wirklich sehr überstürzt gewesen sein. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Okay. Was war das gerade für ein Knarren? Habt ihr das auch gehört? It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Was ist hier passiert, dass sie so überstürzt abgereist sind? Wir sind von dort gekommen, ne? Ja. Und hier ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Ich hab's gehört. Vermutlich oben, hä? Sollte ich nach oben gehen? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Wieso wurden die Türen versiegelt? Also alle Schlafzimmer wurden... I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Wow. Das hat ein schönes Thema hier. Aber wo kommt dieses Licht her? Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Bevor ich hier reingehe, schaue ich mir das... Das ist der Raum hier, ne? Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Krass. Scheinbar können wir die einzelnen Zimmer jetzt betreten. Und das sind die einzelnen Geschichten. Oha. Ich würde mal sagen, liebe Leute, ich mache an der Stelle einen kleinen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier in das Zimmer von Molly gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Firefox.